Mit der Firma Bioslogos haben wir vor über 10 Jahren eine Einrichtung aufgebaut, die sich durch die erbrachten Ergebnisse immer selbst finanzieren konnte. Auch haben wir Spenden noch nie für nötig befunden. Das Problem, was sich nun vor uns auftut, ist auch nicht finanzieller Art. Vielmehr ist es das Gefühl, nicht wirklich in unserer Zielsetzung weitergekommen zu sein. Dazu mal bauten wir als ausgebildete Karatelehrer eine Einrichtung auf, die sich mit Gymnastik beschäftigte. Dabei wollten wir den Menschen helfen, abzunehmen, Haltungsschäden zu beseitigen und so weiter. Schnell merkten wir aber, dass wir uns mit unserer Gymnastikmethode auch mit wirklichen Problemen im körperlichen Bereich beschäftigen konnten. Somit konnten wir aufzeigen, dass wir mit unserer Methode ansonsten als unheilbare Krankheiten trotzdem heilen konnten. Da war es mehr als logisch, dass wir Ergebnisse vorlegen mussten, die unsere Behauptung prüfbar untermauern konnten. Schnell sprachen sich unsere Ergebnisse herum und wir benötigen daher wirklich keine Reklame für unsere Arbeit. Unsere Vorgehensweise erschien vielen Menschen als letzte Möglichkeit, um nach Jahren doch noch geheilt zu werden oder eine anstehende Operation zu vermeiden. Nachdem die Heilung von Diabetes, Gicht, Rheuma für uns zur Routine geworden war, verlagerten wir unseren Wirkungskreis auf schwerer erscheinende Probleme, wie zum Beispiel RS, MS oder Regeneration von Bandscheiben, um anstehende Operationen zu vermeiden. Ich denke, dass die Ergebnisse selbst für sich nicht so bemerkenswert sind. Vielmehr sind es die Zeiträume, die benötigt wurden, um diese Ergebnisse zu erbringen. 960 erfolgreiche Maßnahmen, die belegbar erbracht wurden, ohne schulmedizinische Eingriffe, ohne Hilfe der Pharmaindustrie oder obskuren Essvorschriften. Natürlich haben wir auch Problemfälle gelöst, die wir nicht veröffentlicht haben. Es würde nur zu Unverständnis führen und eventuell uns nur Ärger einbringen. Nach so vielen Jahren und erfolgreichen Arbeiten besinnen wir uns nun auf unsere ursprüngliche Zielsetzung, der Pharmaindustrie den Kampf anzusagen und der Schulmedizin neue Wege zu eröffnen. Das war unser Ziel, wir wollten nicht heilen. Nein, wir wollten nur Beispiele unserer Behauptung liefern können, dass die Bioslogos-Methode zu mehr fähig ist, nur abzunehmen und sich wohlzufühlen. Nach über 10 Jahren vergebenen Versuche, unsere Methode in die Schulmedizin einfließen zu lassen, sind wir zu dem Schluss gekommen, uns nun doch nur der reinen Forschung zu widmen, um die Grenzen unserer Methode auszuloten und
eventuell sogar zu erweitern. Da wir bisher alle unsere Zeit in die Arbeit mit Patienten und deren körperlichen Problemen investiert hatten, blieb bisher kein Raum, um dieser Zielsetzung zu folgen. Allein um eine Arbeitserlaubnis in Thailand zu bekommen, mussten wir 8 Vollzeit-Arbeitsplätze bereitstellen. Dabei wollen wir doch auch, dass die Anwendung der BIOS-Logos-Methode mit uns nicht endet, wenn wir einmal nicht mehr da sind. Es geht um weit mehr als die bisher bekannt gemachten Problemlösungen. Daher haben wir vor, uns an Kreise zu wenden, die eine Finanzierung unserer Arbeit in Richtung Forschung, der reinen Forschung, für sinnvoll halten könnten. So könnten andere ohne Probleme die Ergebnisse unserer Methode für uns gefahrlos auch bekannt machen. Die Reaktion der Gegenseite, als wir durch unsere Ergebnisse bekannter wurden und eine Petition beim Gesundheitsministerium in Deutschland einreichen wollten, haben mich genau in dieser Richtung vorsichtiger werden lassen. Ich denke, dass unsere Möglichkeiten einfach erhalten bleiben müssen. Denn welche Zukunft haben wir, wenn die Pharma nicht mehr für jeden bezahlbar ist oder nicht mehr geliefert werden kann? Wenn heute schon Ärzte nicht einmal mehr wissen, wie man einfache Probleme wie Diabetes, Rheuma oder Gicht ohne Medikamente oder Operation heilen kann, trotz gegenteiliger Belege und Aussagen, Bandscheiben werden nicht regenerierbar in wenigen Tagen. Was bedeutet dies für unsere aller Zukunft? Was für eine Welt wird das sein, in der der Arzt nur noch mit Rezeptblock arbeiten kann und nicht mehr lernt, wie man heilt, sondern wie man ertragreich langfristig behandelt? Nach den bisherigen Ergebnissen, die wir lieferten, möchten wir einfach ohne finanziellen Druck die wirklichen Grenzen unserer Methode an praktischen Beispielen erforschen dürfen. Auch wenn man bedenkt, dass wir keine schulmedizinische Ausbildung haben, sollte man doch nicht vergessen, dass bisher 960 Menschen geheilt wurden, die als unheilbar galten oder vor einer Operation standen, die wir vermeiden konnten. Ich denke, da hier das Sprichwort "Wer heilt, hat Recht" zu tragen kommen könnte. Wenn auch ihr glaubt, dass diese Methode, die wir hier erarbeitet haben, nicht sterben darf, dann verteilt dieses Video einfach weiter. Vielleicht finden wir mit euren Möglichkeiten und eurer Hilfe jemanden oder eine Institution, die zu der gleichen Überzeugung kommt, BIOS-Logos darf nicht sterben. Ansonsten bedanken wir uns für die Zeit, die ihr diesem Video geopfert habt und wünschen euch alles Gute aus Thailand. Rainer Niesen und Lars Zengler von BIOS-Logos Thailand.